Ihr Lieben, heute melde ich mich mal wieder per Video bei euch. Und zwar geht es darum, wie du erkennst, dass du eine alte Seele bist. Die Seele ist reine Essenz, ist Energie, die niemals verloren geht. Und wir inkarnieren in einen Körper, in ein Leben, um zu lernen, um Erfahrungen zu machen, um zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, bevor wir wieder in unsere Seelenheimat zurückkehren. Der Kreislauf von Tod und Wiedergeburt ist ein unendlicher, bis die Seele schließlich bereit ist für den Übertritt in das ewige Leben, auch Nirvana genannt. Und bis dahin gibt es viel zu erleben, sind viele Herausforderungen zu meistern und wie ihr wisst, lernen und wachsen wir am meisten, wenn es schwierig wird. Und man sagt, die Erdenschule ist die schwerste überhaupt. Doch dafür sind wir hergekommen. Unsere Seelen haben sich entschieden, genau jetzt und hier bei diesem großen Wandel dabei zu sein. Wir lernen so viel wie noch nie im Moment. Und der Entwicklungsprozess, den wir gerade durchmachen, ist gigantisch. Es ist ein riesiger Bewusstseinssprung, den wir gerade erleben dürfen, hin zu unserem Seelenbewusstsein. Und ganz sicher schaust du dieses Video gerade, weil immer mehr Menschen sich hierfür öffnen und weil es genau so sein soll. Oh ja, unsere Seelen sind genau in diese Zeit inkarniert, um bei diesem Wandel mitzuwirken. Und vor allem um unser Seelenwissen, das wir hierher mitgebracht haben, das wir in uns tragen, einzubringen für die neue Welt, für die neue Zeit. Viele alte Seelen aus Atlantis sind zum Beispiel genau jetzt wieder hier. Doch woher weißt du, dass du eine alte Seele bist? Alte Seelen brauchen viel Zeit für sich. Sie ziehen sich gerne zurück aus dem Trubel im Außen, von den lauten Stimmen, von der Oberflächlichkeit um sie herum. Und ja, sie sind oft hochsensibel für alle Energien und alle feinstofflichen Schwingungen. Sie nehmen all das verstärkt in ihrem Körper wahr, nehmen viel mehr wahr, spüren viel mehr als andere, weil sie schon viel mehr erlebt haben, sodass sie auch schnell erschöpft sind und immer wieder Auszeiten brauchen. Auch Allergien gegen veränderte und manipulierte Nahrungsmittel sind bei alten Seelen häufig. Und ja, es sind auch die, die sich sehr viele Gedanken machen über ihre Mitmenschen, um das Geschehen um sie herum, um den Lauf dieser Welt. Alte Seelen tun sich schwerer damit, sich anzupassen, sich zu integrieren, und sie fühlen sich oft bereits von Kindheit an anders als andere.
Sie haben oft Schwierigkeiten, sich zu orientieren, weil ihre Sichtweise eine ganz andere ist, ihre Sichtweise auf das Leben. Sie sehen diese Welt mit anderen Augen. Was andere Menschen beschäftigt und auch das rein Materielle ist ihnen oft nicht so wichtig. Sie haben diese Sicht auf das große Ganze, auch wenn sie es nicht immer mit dem Verstand erklären können. Sie hinterfragen vieles, wollen viel mehr wissen und ihr Horizont reicht sehr viel weiter als das, worüber sich andere Gedanken machen. Und ja, alte Seelen werden nie richtig irgendwo dazugehören und in größeren Gruppen fühlen sie sich unwohl. Ja, bei ihnen sind oft die Einzelgänger zu finden, da sie es oft bereits gelernt haben, alleine zu gehen und nirgends dazu zu passen. Und nein, sie können und wollen sich auch nicht an die große Masse anpassen, an ein System der Zerstörung, der Entmenschlichung, der Oberflächlichkeit. Sie stehen zu ihren Werten und Überzeugungen und sie tragen dieses Wissen in sich, dass ihr Leben, dass unser aller Leben nicht mit dem Tod endet. Alte Seelen sind sehr mitfühlend. Sie helfen und unterstützen andere, auch wenn sie dabei oft enttäuscht oder hierfür belächelt werden. Man steckt sie schnell in eine Schublade und egal wohin sie kommen, sie werden schnell verurteilt, ausgegrenzt, weil sie anders sind. Und ja, all die Alternativen, die Rebellen, die Unangepassten gehören zu den alten Seelen und ja, sie halten sich auch mit Kritik am System nicht zurück. Hier sind auch oft die schwarzen Schafe der Familie zu finden. Ja, sie sind oft zu gut für diese Welt, werden oft als zu naiv oder leichtgläubig angesehen und deshalb auch oft benutzt oder ausgenutzt. Und ja, sie werden das immer wieder erleben, weil sie davon ausgehen, dass andere genauso denken und handeln wie sie und weil sie an das Gute glauben wollen. Und ja, es ist so, alte Seelen fühlen sich oft einsam und traurig. Sie fühlen sich falsch in dieser Welt und tragen diese Sehnsucht in sich, andere Wege zu gehen und die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Alte Seelen erleben es leider oft, dass sie sich unverstanden fühlen und an diesem Leben verzweifeln. Ein Leben als Außenseiter ist das Schicksal jeder alten Seele. Doch sie nehmen es hin, weil sie wissen. Und deshalb ist es auch das Schönste für alte Seelen, wenn sie auf ihresgleichen treffen. Weil nur diese Menschen sie verstehen, ohne dass sie sich erklären müssen. Ihre tiefe Verbindung zur Natur, zu Mutter Erde
und den Tieren. Oh ja, es sind magische Begegnungen und oft bestehen diese Verbindungen bereits aus früheren Leben. Und wenn ihr gedacht habt, dass das Leben leichter wird, je öfter man inkarniert, dann ist das ein Trugschluss. Es wird für die alten Seelen mit jeder Reinkarnation schwieriger, denn sie werden sich immer mehr falsch fühlen in einer immer kälter werdenden Welt, je höher sie entwickelt sind. Und das Einzige, was sie hierfür entschädigt, ist das Wissen um all die Erfahrungen, all das, was sie erlebt haben, was sie gelernt haben und was sie tief in sich tragen. Das Wissen um ihre Seelenheimat, in die wir alle zurückkehren. Ja, ihr Lieben, es ist auf keinen Fall so, dass es für alte Seelen von Inkarnation zu Inkarnation leichter wird. Von einfach war nie die Rede. Doch glaube mir, du bist nicht allein. Wir sind viele. Und diese Zeit lässt uns einander finden, die alten Seelen, um gemeinsam das Neue zu erschaffen. In diesem Sinne, alles Liebe für euch.